Guten Tag, guten Abend und willkommen bei Augen für Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass du schon mal über Troja gehört hast. Du hast immerhin auf dieses Video geklickt. Vielleicht bist du auch eingeschlafen und YouTube spielt das Video automatisch ab. Wie auch immer, vielen Dank für die Klicks. Aber reden wir jetzt mal über Troja. Durch Homer wussten wir schon lange von der Stadt, aber nach Jahrtausenden wussten wir einfach nicht mehr, wo sie war. Vielleicht liegt es daran, dass die Schlacht, wie professionelle Historiker sagen, verdammt lange her war. Aber erstmal zur Legende. Der Trojanische Krieg begann um ca. 1250 vor Christus. Auf der einen Seite stand eine Koalition griechischer Staaten unter der Führung von König Agamemnon von Mykene. Auf der anderen eine Koalition von Staaten in den Dardanellen, die von König Priamos von Troja angeführt wurde. Laut der Ilias war der Auslöser für den Krieg, dass die Frau von König Spartas, Helena, mit Paris, einem Prinzen von Troja, durchbrannte. Und die Ilias ist ein Werk, das Götter und Helden beinhält, was sie jetzt nicht zwingend zur glaubwürdigsten Quelle macht. Ich rede gerade über eine mythische Geschichte. Was den echten Krieg ausgelöst hat, ist immer noch nicht bekannt. Aber egal, ich mache jetzt mal einfach weiter. Die Griechen schickten also eine riesige Flotte und schlugen vor den Mauern Trojas ein Lager auf. Der Krieg tobte 10 Jahre lang. Die Helden Achilles und Ajax auf der Seite der Achäer und Hektor und Paris auf der Seite der Trojaner starben alle dabei. Oder wenn du ein Fan vom Film Troja aus dem Jahr 2004 bist, sind es Brad Pitt und Eric Bana, die starben. Ein wirklich unglaublich trauriger Gedanke. Eines Tages kamen die Achäer auf eine, nennen wir es mal, clevere Idee? Du weißt wahrscheinlich schon, was ich meine. Das Wahrzeichen Trojas war das Pferd. Also bauten die Achäer ein riesiges Holzpferd und ließen es auf der trojanischen Ebene stehen. Dann taten sie so, als würden sie wegsegeln. Also, ich rede gerade über das trojanische Pferd. Die Trojaner dachten sich, nice, und brachten es rein. Das scheint erstmal dumm. Also, es ist auch dumm, aber die Trojaner standen halt auf Pferde. Was soll ich dir denn sagen? Wie du weißt, waren Achäer im hohen Pferd und das war für die Trojaner nicht sonderlich toll. Sie verloren den Krieg und, naja, der Rest ist Geschichte. 1822. Auftritt Heinrich Schliemann. Alles, was ich jetzt über diesen Mann erzähle, kommt aus seiner Biografie, also was er über sich selbst behauptet hat. Nicht zwingend, was wahr ist. Als Heinrich Schliemann in Mecklenburg aufwuchs, erzählte ihm sein Vater die Geschichte von Homers Ilias, von Achilles und Hektor, Paris und Helena und dem trojanischen Pferd. Und sie gefiel ihm scheinbar. Schliemann wurde zu einem Fanboy. Einem Geschichtsfanboy, aber ein Fanboy. Mit 14 Jahren verließ Schliemann die Schule und arbeitete 5 Jahre lang in einem Lebensmittelladen. Als eines Tages ein betrunkener Mann in den Laden kam und die Ilias rezitierte, war Schliemanns Faszination wieder geweckt. Ich meine das komplett ernst. Schliemann hat das genau so erzählt. Nach einem Einsatz als Kajütenjünger auf See zog Schliemann nach Amsterdam, wo er begann, Sprachen zu lernen. Innerhalb von 2 Jahren lernte er Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht die geringste Ahnung, ob das die Wahrheit ist, aber scheinbar hat ihn das sehr erfolgreich gemacht. Die Beherrschung all dieser Sprachen ermöglichte es Schliemann als Import-Export-Kaufmann aufzugehen. Anfang 1851 reiste er nach Kalifornien und gründete in Sacramento eine Bank, die innerhalb von nur 6 Monaten für Goldstaub im Wert von über $1 Million verkauft wurde. Unser junger Schulabbrecher ist problemlos zum Millionär geworden. Ich bin jetzt kein Schulabbrecher, aber wenn du das Video likest und weiterschickst, werde ich es vielleicht. 1868, also im Alter von 46 Jahren, konnte sich Schliemann aus dem Geschäft zurückziehen und seiner Faszination für die Suche nach Troja nachgehen. Er brach nach Griechenland auf und fand dort seinen wahren griechischen Schatz. Eine junge Frau namens Sophia in Gastromenos. Er hatte seine Helena gefunden. Jetzt fehlte nur noch Troja. Zu dieser Zeit glaubten viele Gelehrte, dass Troja unter einem Hügel bei einem Dorf namens Pinabaji lag. Schliemann kam zu dem Schluss, dass Pinabaji nicht Troja sein konnte. Es lag zu weit vom Meer entfernt und der Hügel war einfach zu groß. Zu groß, als dass Achilles Hektor 3-mal um ihn herum gejagt haben könnte. So war es schließlich in der Ilias beschrieben. Also, der Mann hat Beschreibungen aus einem jahrtausendealten mythologischen Buch mehr vertraut als Historikern. Ich würde gerne behaupten, dass das dumm war.
aber ich erzähle gerade keine Geschichte über die Leute, die Troja nicht gefunden haben. Dann traf Schliemann auf Frank Calvert, ein Mitglied einer englischen Auswandererfamilie, die davon überzeugt war, dass Troja unter einem Hügel bei der modernen Stadt Hisarlik lag. Die Calverts waren sich so sicher, dass sie 8 Quadratkilometer des Hügels kauften. Allerdings hatten sie danach nicht mehr genug Geld, um die Stätte richtig auszugraben. Aber Geld war eine Sache, die Schliemann definitiv hatte. Also taten sich der professionelle Archäologe und der reiche Schulabbrecher zusammen, um die sagenumwobene Stadt zu finden. Im April 1870 begannen Schliemann und 100 Arbeiter mit der Ausgrabung des Hügels von Hisarlik. Und sehr schnell stießen sie auf Kupferschilde, einen Kessel, Axtköpfe, Dolche, Silbervasen und jede Menge anderes Zeug. Schließlich grub Schliemann nicht nur eine, sondern 9 separate Städte aus. Sie wurden übereinander an der gleichen Stelle gebaut. Es eröffnete sich eine komplett neue Frage. Welches Troja ist das Richtige? Okay, ich muss mal kurz ausschweifen. Ich habe gerade das Wort Ausgrabung benutzt, aber das stimmt nicht ganz. Schliemann ist erstmal davon ausgegangen, dass Troja die älteste Stadt sein musste. Also die unterste. Also hat er das gemacht. Er hat ein Loch gesprengt. In einer Ausgrabungsstätte. Das klingt extrem dumm, aber gleich siehst du erst, wie dumm das war. Schliemann stellte fest, dass die unterste Stadt eindeutig aus der Bronzezeit stammte und die oberste Stadt eindeutig römisch war. In der zweiten und dritten Ebene von unten fand Schliemann Spuren eines großen Feuers, die Überreste massiver Mauern und die Ruinen eines gigantischen Tores. Er nahm an, dass es einst das Gäische Tor, das Haupttor Trojas gewesen war. Nach 3 Jahren Grabung und dem Bewegen von über 250.000 Kubikmetern Erde begannen die Funde nachzulassen. Schliemann setzte den 15. Juni 1873 als letzten Tag der Grabung fest. In einer Praxis, die zu dieser Zeit nur allzu üblich war, brachte Schliemann den Hort aus der Türkei nach Griechenland. Hast du dich jemals gefragt, warum die Museen mit den besten ägyptischen Ausstellungen nicht in Ägypten sind? Deswegen, einen kleinen Teil des Hortes ließ er in der Türkei zurück. Aber der Großteil landete in den Königlichen Museen zu Berlin. Als die Rote Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs Berlin eroberte, wurde Priamos Schatz nach Moskau geflogen, wo er scheinbar verschwand. Erst 1994 gab das Puschkin-Museum zu, dass es das trojanische Gold besaß. Aber kommen wir nochmal zum gesprengten Hügel zurück. Jahre später wurde festgestellt, dass das Troja aus der Ilias tatsächlich in der 6. Schicht von unten lag und nicht in der 2. und 3. Das bedeutete, dass die Goldschätze nicht die von Priamos waren, sondern einem König gehört hatten, der Priamos um 1000 Jahre voraus war. Der Mann hat durch sein Ziel gegraben. Was für ein Scheiß. Aber egal, was ist eigentlich aus Troja geworden? 1996 schuf die türkische Regierung einen 136 Quadratkilometer großen historischen Nationalpark in Hisarlik. Und 1998 wurde der Park zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Neben dem Film von 2004 waren Schliemann und Sophia auch Gegenstand des Romans Der griechische Schatz des Autors Irving Stone von 1975. Durch den größten Troja-Fanboy haben wir die Stadt gefunden, aber leider auch Teile verloren. Wir haben Schliemann trotzdem irgendwie zu danken, obwohl er jetzt nicht gerade der professionellste dabei war. Vielen Dank, dass du dieses Video geschaut hast. Unten sind alle meine Quellen verlinkt. Falls du Fragen, Videoideen oder anderes hast, schreib sie bitte in die Kommentare rein. Ich fange gerade mit dem YouTube-Zeug an und jede Form von konstruktiver Kritik ist erwünscht. Danke!